Ich muss mich schon wieder aus Görlitz verabschieden und fahre jetzt nach Schwerin. Ich treffe Heiko Lietz. Er war einer der Wegbereiter der friedlichen Revolution in der DDR. Heiko Lietz ist ein ehemaliger DDR-Bürgerrechtler und Politiker. Er saß ab 1989 für das Neue Forum am Runden Tisch in Berlin. Da ist er schon. Kommt. Na, wenn das nichts ist. Ja, hallo, lieber Herr Lietz. Hallo. Mit Ehrerbietung, nicht? Etwas außerhalb von Schwerin zeigt mir der frühere Bürgerrechtler Heiko Lietz den Ort Mühleneichsen, in dem er aufgewachsen ist. Mühleneichsen. Hier bin ich sozusagen groß geworden. In dieser Kirche ist mein Vater Pastor gewesen. Ich bin also mit einem deutsch-christlichen Ritual noch völkisch getauft worden. Ein Kind für den Führer. Ein Kind für den Führer, 1943. ja. Und meine ganze Familie ist in Schleswig-Holstein zu Hause. Meine Großmutter ist Dänin. Wie eng war das denn damals schon engmaschig schon kontrolliert? War ja nicht richtig eine Grenze, sondern es war nur eine Demarkationslinie. Für mich gab es eigentlich auch nie sozusagen diese politische Trennung DDR und Bundesrepublik. Ich weiß noch, in der Oberschule hatte ich mal ein Fahrrad gehabt von einem Freund. Das war ein altes Adlerrad von 1938. Und dann habe ich mir sozusagen, das habe ich schwarz-rot-gold angemalt. Mhm. Einfach so dieses Gefühl, nicht, das ist sozusagen, das ist ein Deutschland. Die Trennung und die Spaltung, das war für mich einer der massiven Eingriffe. Und gerade 61, ich habe noch eine Tramtour gemacht, runter zum Bodensee, bin am Dienstag zurückgekommen und am Sonntag höre ich plötzlich, die Mauer ist gebaut, die Grenze ist dicht. Das war für mich ein wahnsinniger Schock. Ich hatte gerade Abitur gehabt, nicht, und hatte gedacht, ach ja, so wollte ich also jedes Jahr sozusagen einen Teil Europas durchtrampen. Ne? Und plötzlich war das Ding zu. Als die Mauer wieder aufgemacht wurde am 9. November 89, da saß ich ganz still in meinem Amtszimmer und habe bitterlich geweint. Nicht, weil die Grenze aufgegangen ist, sondern weil ich plötzlich alles hochkam. Nicht, was ist uns eigentlich angetan worden? Dass man uns einfach darüber wie Leibeigene behandelt hat und gesagt hat, ob wir rein können oder nicht, das bestimmen wir und da habt ihr gar kein Recht auf. War diese Erfahrung maßgeblich schon ein Impuls dafür, dass Sie sich am Runden Tisch später etablieren konnten, dass Sie sich da eingebracht haben? Also das ist eine andere Geschichte am Runden Tisch. Da ging es einfach darum, zunächst erstmal, die ganze Friedensbewegung war darauf gerichtet, dass wir endlich einen Staat haben, in dem die Menschenrechte gelten, nicht in die ganzen Bürgerrechte, Freiheiten, nicht Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit, Informationsfreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit. Es ging also nicht um die Einheit, sondern die Einheit in welcher Gestalt. Das war eigentlich mein Thema. Als Kind bin ich oft hier gewesen, habe denen dazugeguckt, mich in der Mühle mitgewirtschaftet. Das, was erstmal typisch Osten ist, was es so im Westen nicht gibt? Es gab natürlich einen Riesenunterschied in der Sozialstruktur. In Mecklenburg hat es da ganz viele Großgrundbesitzer gegeben, Leibeigenschaft. Die gab es noch bis 1824. Mitten auf so einem kleinen Dorf ein Riesenschloss. In so einem Dorf, da gab es der Gutsbesitzer und der Pastor. Und da gab es noch einen Lehrer, der dann die Orgel spielte auch. Und alles andere, das waren sozusagen die Untertanen. Nicht? Wenn das über Jahrhunderte eingeübt ist, diese Struktur, Hast du das drin? ja, dann braucht man das nur politisch umsetzen. Da gab es plötzlich Führer und Volk. Ist das nicht auch ein Bedürfnis, was man hat? So, ich will jetzt nicht alles immer entscheiden. Das nimmt man vielleicht auch mal ganz gerne an, dass mir gesagt wird. Also das andere was ist du ja nie sollst. ausgebildet worden. Nicht? Dann versteht man zumindest, was sozusagen an bestimmten Dingen, an politischen Folgen auch war. Dies ist das Pfarrhaus hier. Da habe ich gewohnt und hier haben wir ganz viel gespielt. Wir sind also 8 Geschwister gewesen. Hier hat sich sozusagen mein Leben abgespielt als Kind. Also das ist zum Beispiel so ein Haus, was nach 45 gebaut wurde. So sahen alle Häuser auch in den Städten aus. Dieses Grau. So kenne ich das tatsächlich Ja, auch noch. Das war alles in dieser Party. Ja, das ist alles grau in grau gewesen. Ne? Auch hier der Zaun und so. Der Zaun. Dass so viele Schuppen waren. Die Struktur nach 45 in der sowjetisch besatzten Zone ist komplett anders gewesen als im Westen. Plötzlich haben sie eigenes Land gehabt. Nicht? Das musste plötzlich alles in die LPG zusammengeführt werden. Kollektiviert werden. Eigentlich
hat der Staat dann genau gesagt, was sie produzieren sollen, wann und wie viel. Nicht? Entmündigung doch auch, oder? Völlig. Also 61, da sind jeden Tag etwa 20.000 bis 30.000 Leute geflohen. Die DDR war eigentlich politisch am Ende. Und deswegen hat sie das abgeriegelt. Und dann hatten wir plötzlich in der DDR wieder ähnliche Verhältnisse wie im feudalen System, wo wir sozusagen eigentlich Eigentum des Staates waren. Dann hat sich doch ab dieser Zeit bis 89 ja schon ein anderes Denken auch herausbilden müssen, oder? Also man checkt genau durch die Spielräume, die man hat und die man eigentlich nicht hat. Man hat seine Nische gesucht, entweder nur in der Familie oder im Freundeskreis. Und schlimm war es, wenn in solche Vertrauensgruppe plötzlich informelle Mitarbeiter, Stasi-Leute waren, nicht IMs. Das kann man nicht sagen, das kommt ja auch noch dazu. Das war, du wusstest ja gar nicht, wer dich da das war das Schwierige. Und das ging also auch in die Friedensgruppen nicht. Ich wusste, in jeder Gruppe ist mindestens ein oder zwei, die sozusagen als informeller Mitarbeiter, also als Spitzel dort drin waren. Das habe ich ja nun bei mir zu Hause auch erlebt. Nicht, dass, wenn wir im Urlaub waren oder wenn wir weg waren, dass dann die Stasi sozusagen mit einem eigenen Schlüssel meine Wohnung sozusagen aufgeschlossen hatte, dort Fotos gemacht hatte. War die Wohnung verwanzt, wie man das so ja, kennt, war natürlich, aus Weißensee, Leben der anderen, das dann durch die Tapete? War verwanzt und mir gegenüber nicht, wurde dann die paar Mikrofone eingerichtet aus einem Privathaus mir gegenüber. Auch filmen konnten nicht, wer da bei mir zu Besuch kam und so. Und als ich das dann mitbekam, bin ich dann rübergegangen. Ich sage, wissen Sie, ich wollte nur mal gucken, wie sich das sozusagen aus diesem Zimmer, mein Zimmer angehört. Nicht? Also wie das wo gewesen ist. Was haben Sie gemacht? Sie haben ihn bin hingegangen. Ja. Und? Ja, war natürlich völlig erschrocken. Ja, sagt er, die haben mir gesagt, ich soll das machen. Nicht? Und als Genosse habe ich dann klein beigegeben. Nicht? Was haben Sie von diesen Menschen gefordert, was Sie ihnen noch sagen sollen? Ich wollte erst mal wissen, ich möchte wissen, warum habt ihr das gemacht? Ich wollte einfach mal wissen, was für eine Motive hat er, nicht? Leute sind in der Klemme gewesen, sind sozusagen von der Stasi erpresst worden. Was hat sich noch so herausgebildet in der Zeit? Es gab natürlich so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl, also zum Beispiel in den Betrieben, dass man also auch in dem Freizeitbereich was zusammen macht. Man ging zum Beispiel ins Theater. Plötzlich bin ich in einem Kollektiv gewesen. Das ist eine große Menschengemeinschaft. Vom Ansatz her fand ich das gar nicht schlecht. Am Anfang nicht eine Alternative zum Dritten Reich. Nicht plötzlich wird die Welt aufgebaut, die Gesellschaft wird neu aufgebaut, nicht? Und alle sind sozusagen sozial relativ gleich. Und das war die einzige Stelle, wo man Wasser holen konnte. Das war unsere Wasserquelle. Dieses Schloss ist dann 51 zur zentralen Dorfschule geworden für die ganzen Dörfer. In diesem Schloss bin ich zur Schule gegangen. So bin ich nicht zur Schule gegangen. Ja, das ist also... Wir haben damals schon in den 80ern kaputte Toiletten gehabt. Ja, das ist verrückt, ne? Ist das original sozialistischer Bau? Das ist richtig, das ist zur DDR-Zeit. Da ist doch so eine Pumpe, oder ist das noch so eine? Ja, das ist so eine Pumpe. Ja, das ist sogar... Dies ist die Pumpe, wo ich als Kind am Schwengel stand. Aber dass Sie das jetzt entdeckt haben, das finde ich ja wunderbar. Diese Pumpe muss noch aus den 40er Jahren oder so sein. Und dann hat man also versucht, also eine Idealgesellschaft zu machen. Ohne zu gucken, nicht, wo Wurzeln sind, an die man anknüpfen kann, dass man das weiterführt oder auch sozusagen verändert. Ich habe das Gefühl, wenn man nicht hört, was die Menschen eigentlich wirklich brauchen, und sie sagen es einem ja auch, wenn man mal fragen würde, dann gehen die Probleme eigentlich los. Ja, weil die Leute nicht mit einbezogen werden in die Gestaltung ihr eigenes Leben. Ne? Also mein Slogan 88 war, wir wollen uns einmischen in unsere Angelegenheiten. Und eine elitäre Machtgruppe, die das nicht zulässt, die muss entmachtet werden. Bis 1990 war ein Plattenbau was Wunderbares. Und die sind ganz viele weggezogen aus dem mittleren akademischen Bereich, sodass also hier ein großer Leerraum war, sodass man also die abgerissen hat. Und dann haben wir gesagt, wir wollen doch sehen, ob wir da nicht was Schönes machen können, ein Park. Hallo Ludo, hallo. Ja, guten Tag, Job Buschka. Der Verein heißt Die Platte lebt. 2 dieser Stadtteile gehören ja zum Programmgebiet Soziale Stadt. Wenn das so ein Spiel wäre, dann hätte ich hier schon den Schatz gefunden. Ach, da darf man gar nicht drauf. Eigentlich hatten wir noch vor, hier eine große Platte zu machen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist das schon auch ein sozialer Brennpunkt?
Das hat was damit zu tun, dass die Plattenbauwohnungen sehr preiswert sind. Ne? Und dann ordnet das Jobcenter natürlich auch immer entsprechend alle hierher. Wir wünschten uns ja eine viel größere Durchmischung. Aber auch von den sozialen, von allen möglichen. Ja. Frau Lode war ja Mitarbeiterin im Rundfunk. Stadtteilmanagerin hier. Ich war am zentralen runden Tisch in Berlin. Und als ich dann hier nach Schwerin kam und hier viele Sachen, soziale Brennpunkte hier auch war, haben wir gesagt, wie organisieren wir das? Dann habe ich gesagt, lasst uns einen runden Tisch machen. Auf den Hintergrund dessen, dass runde Tische sehr effektiv sind, unterschiedliche Leute da rankommen, wenig formale Geschichte passieren nicht, und Leute parteiübergreifend nicht. Und das haben wir dann hier auf den Weg gebracht. Den gibt es bis heute, den runden Tisch Soziales. Das ist ja auch zwischen Ihnen spannend, weil Sie ja, Sie sagen, eine Genossin. Ja. Das bedeutet, Sie sind jetzt politisch nicht immer, ich sage jetzt mal, aus der gleichen Ecke gewesen, sondern Sie finden sich aus unterschiedlichen Schattierungen. Also es ist ja, interessant. Die soziale Frage war für mich eine zentrale Frage schon als Student. Ich habe über den religiösen Sozialismus meine Examensarbeit gemacht. Also die ganze Frage, wie kann man das Evangelium der Liebe sozusagen politisch umsetzen, transformieren in politische Strukturen. Und die SED war ja von ihrem Ansatz und von denen, die es wirklich ehrlich meinten, war ja auch die soziale Frage ganz wichtig. Nicht die Tradition von Karl Marx, muss ich ja nicht länger erzählen. Nicht? Und von daher gab es dann auf dieser Ebene des sozialen Engagements und der sozialen Verantwortung da einfach eine Arbeitsform, wo wir uns dann getroffen haben und gesagt, ja, lasst uns da an dieser Stelle das zusammen machen, aus Verantwortung für diese Stadt, aus den verschiedenen Bereichen. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, da war die Mauer und die ganze Politik war weit, weit weg. Also ich war ziemlich naiv, sag ich mal auch. Ne? Also ich habe an die Sache geglaubt und habe aber bestimmte Dinge auch nicht intensiv nachgefragt. Manches wollte man dann vielleicht auch nicht so genau wissen. Ich war in der Gewerkschaft, ich war BGL-Vorsitzende und habe mich tatsächlich auch immer für soziale Gerechtigkeit so im Kleinen eingesetzt. Ne? Der Friedensdom, das ist unser gemeinsames Produkt. Als wir diese Platten bekommen haben, haben wir gesagt, die gestalten wir bunt, aber wir holen die Natur dazu. 12 Bäume, die dann in den Kronen zusammenwachsen und dann haben wir auch einen Dom. Hier treffen wir uns, es ist schattig und man findet Ruhe. Ich bin Domprediger und bin 1980 ausgestiegen aus meiner Arbeit als Pastor. Und war immer so eine Sehnsucht nach einem spirituellen Ort. Und wir hatten so ein Fest hier gehabt, so mit 50, 60, 70 Leuten. Und die Mehrzahl sagte, wir wollen das Friedensdom nennen. Wenn man hier 100 Leute aus 100 Nationen hat, alles Wichtige kann man hier ausprobieren. Es ist ja schon auch eine unerhörte Vision, wie wir in der Weltgeschichte sehen. Ich träume auch und schon lange, sehr lange von einer friedlichen Welt und von einem besseren Miteinander. Wirklich über Dinge sprechen und nicht hier nun Parteiengezänk. Das wird doch auch die Leute, die hier dran vorbeischlendern, auch erreichen. Jetzt auch nicht gesponsert von dem und dem und dann ist da so ein Brand drauf. Solche Projekte, die können einfach verbinden und wenn man will, dann versteht man sich auch. Ansonsten versuchen wir wirklich auch die Bewohner hier, die hier gerade in der Nachbarschaft wohnen, mit einzubeziehen. Das ist nicht ganz einfach. Wie kann ich mich ganz konkret einbringen, dass das besser läuft miteinander? Reden, ne? Reden, kennenlernen, miteinander arbeiten, miteinander Feste feiern, miteinander singen, tanzen, was auch immer. Das ist ja das einfache Rezept. Wir haben 2015 waren wir von unserem Verein die Ersten, die ein Welcome-Café installiert haben in unserem Stadtteiltreff und haben gesagt, so jeden Montag von 15 bis 18 Uhr sind wir speziell für die Asylbewerber, für die Flüchtlinge da und es sind die Einheimischen da, die ihnen helfen, das Alltagsdeutsch zu erlernen, die ihnen helfen, Anträge auszufüllen. Welche neuen Konzepte müssen daher, um da so ein Miteinander auch für die Zukunft hinzubekommen? Also was anders sein könnte, wäre wirklich die bessere Durchmischung. Das ist ja nun ein Thema seit Jahren. Es gab eine neue Studie und plötzlich schreien alle auf, ja, wir müssen doch besser durchmischen. Ich meine, das wissen wir schon lange. Ja. Ich sage jetzt mal, es wäre ja schön, all diese Menschen trotzdem auch zu erreichen.
Hier zum Beispiel in diesem Block waren die ersten Flüchtlinge untergebracht und hier haben wir uns auch regelmäßig getroffen und haben Material hingebracht für Deutschunterricht und so. Ne? Und inzwischen sind die ersten schon alle raus und hier sind die Nebenwohnungen meist auch mit Flüchtlingsfamilien belegt. Ja, wie kriegen wir das hin? Ich sehe auf jeden Fall, dass Sie sagen, wir senden einfach diese Botschaft aus und schaffen auch positive Fakten, indem wir diese Platten dorthin setzen. Aber was können wir noch tun? Weil das Zum Beispiel die Feste, die wir seit Jahren machen, Stadtteilfeste. Sicher findet nicht jeder jede Musikrichtung und jede Kultur gut, aber wie viel Farbe sie reinbringen mit ihren Tänzen und mit ihren Liedern. Und wir haben ein Duo, die Frau ist eine professionelle Sängerin aus der Ukraine und der Mann, ein Palästinenser, ist aus Syrien hierher gekommen. Die haben sich in einem Deutschkurs kennengelernt und haben festgestellt, dass sie beide singen. Da fragt dann keiner mehr danach. Sagt, oh, Olga und Nasser, ne? Singen die nicht toll? Es gibt natürlich hier auch ganz viele aus der rechten Szene. Es ist eigentlich das Problem, ob man bereit ist, in seiner kleinen Wir-Gruppe sozusagen sie nicht auszuschließen und abzugrenzen gegen die anderen, sondern sich schon als Wir-Gruppe zu verstehen, wie die Ausländer ja auch. Ist ja auch nicht die halten sich als Syrer mehr zusammen, die Afghanen. Nicht. Aber dass man sagt, wir sind eine Gruppe, aber wir sind Teil eines größeren Ganzen. Wie so ein runder Tisch, ja, also, an dem man zusammenkommt. Ja, wir sind zusammen. Ja. Das Interesse sozusagen ein Stückchen sich zu integrieren oder miteinander ins Gespräch zu kommen, ist ganz groß da. Nicht umgekehrt aber bei vielen, die sozusagen so Hardcore-Leute sind, nicht, die sagen, also Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Es gibt ja auch die andere Seite, muss ich jetzt mal so sagen, oder viele andere Schattierungen, die dann zum Beispiel die Rolle der Frau gegenüber dem Mann anders sehen als jetzt, hier sage ich jetzt mal, das gibt es ja auch alles. Wie gelingt das, diese Leute ins Gespräch zu bringen? Also es ist sehr schwierig und oft gibt es auch keine Gesprächsbereitschaft. Nicht? Die sind alle so mit ihrem Bild fertig. Wie man das aufbrechen kann, das kann man eigentlich nur durch ganz konkrete Begegnungen. Wir haben vor Jahren ein Netzwerk gegründet, Aktionsbündnis für eine friedliche und weltoffene Stadt. Und wie machen Sie das? Wie setzen Sie das durch, sage ich jetzt mal? Ja, ich meine, erstmal ist es so, dass es gibt ja also erstmal äußere Rahmenbedingungen, das Grundgesetz. Wir haben es gerade in der Auseinandersetzung, auch gerade mit der AfD, wir müssen trotzdem miteinander reden und wir müssen auch miteinander streiten. Die Kinder aus den unterschiedlichen Familien, wenn sie in der Schule sind, nicht, was für einen Einfluss kann man nehmen, dass diese Kinder sozusagen gut miteinander auskommen, nicht? Dass dann die Nachbarin den Nachbarn wieder kennt. Ja, dass man das Gesicht, also dass man das Gesicht des anderen wahrnimmt. Dass man wirklich sagt, kommt aus euren Gesamtblasen raus, nicht, lasst euch begegnet einander, nehmt einander wahr. Dass die Oma, die vielleicht aus der Ukraine kommt, hilft einem Kind, das Deutsch-Nachhilfe braucht, aus Syrien und dass es egal wird. Also das ist noch nicht so. Wir haben schon ganz viele Vermittlungen. Ich muss nur noch mal nachfragen. In Nachbarschaften, aber auch im Stadtteil, in Vereinen, dass die Vereine auch sich durchmischen und dass man besser miteinander redet. Wir haben hier das Thema Reden in Schwerin. Das haben wir 2015 auch schon versucht, als Pegida war, wo wir auch merken, dass auf unserer Seite, auch vom Aktionsbündnis, da auch viele Vorbehalte waren. Mit denen dürft ihr nicht reden. Wieso redet ihr mit denen? Nein, wir müssen reden, egal mit wem, mit allen. Sie macht eine Tanzgruppe mit so einem Mädchen aus den verschiedenen Flüchtlingsfamilien, nicht? Wir haben 2 deutsche Mädchen, die nun schon auch lange dabei sind. Da sind wir sehr stolz drauf, weil das das Schwierigste war. Dass die Eltern sagen, mein Kind geht dahin und für mein Kind ist das gut. Liebe Frau Ludo, ganz herzlichen Dank, Ja, dass gerne. Sie mit dabei waren. Das ist die alte Brauerei. Im Laufe der Jahre dann auch ein Stück zerfallen. Einer der spannendsten Architekturprojekte, die es hier gibt, das sozusagen jetzt in Wohnraum und verschiedene andere Sachen zu bauen. Nicht? Diese Betonwände, die geben die Vorgabe für die Umgestaltung. Ja, und hier sind die Leute schon eingezogen jetzt, nicht? Was ist das? Beton mit Stroh, Pressbeton. Man versucht, so viel vom alten Material zu verwenden im Neuen. Alles, was verwendbar ist. Und hier, das ist interessant, hier gibt es diese alten Bootshäuser. Das ist auch typisch DDR. Aber hatte auch jeder Anrecht auf so ein wenn er es bekam, wenn er Glück hatte.
Das ist natürlich hier, das ist eine Beziehung, nicht? Das gab es bei uns im Westen. Und hier auch. in der DDR war es noch viel schlimmer. Ich habe einen Verwandten gehabt, der war Bauingenieur, brauchte immer Material. Der wusste, da und da gibt es Firmen, die was haben. Und dann nahm er einen großen Kasten mit Aalen mit. Das war also das Schmiergeld. Und diese Fähigkeit, in schwierigen Situationen sozusagen darauf zu reagieren, nicht? Da sind die Ostdeutschen viel flexibler als die Westdeutschen. Sagen Sie mal ein Beispiel Also- in der Jetztzeit. Also in der zum Gegenwart. Beispiel in der Landwirtschaft. Da sind viele Leute, die sind arbeitslos geworden, nicht? So, und jetzt wollen sie aber in ihrem Dorf ihr Haus sich schön machen. Dann sagst du, gut, nicht? Dann machst du da ein paar Stunden bei mir, ich mache dann ein paar Stunden bei dir. Weil man sozusagen Erfahrung in der DDR hatte, wie man mit schwierigen Situationen so umgeht, dass man darin nicht bei Baden geht, ne? Und gleichzeitig braucht es natürlich auch Investoren aus dem Westen, die dann auf diese gesamtdeutsche neue Situation auch reagiert haben, also die auch ihren Teil dazu reingebracht haben. Ja, das ist für den Einzelnen natürlich auch sehr entwürdigend, wenn man jetzt plötzlich an vielen Stellen nicht mehr selber imstande ist, irgendwas zu gestalten oder so, nicht, weil einfach das Geld dazu nicht da ist. Nicht? Und das ist das, was ja viele DDR-Bürger nach der Wende erlebt haben, nicht? Dass sie in Situationen gebracht wurden, dass sie plötzlich um Arbeitsplatz kämpfen mussten, nicht? Oder entlassen wurden. Nicht? Das ist sozusagen der Grundzentralfehler sozusagen bei der Vereinigung gewesen, dass man alles, was in der DDR war, erstmal sozusagen alles mit Stumpf und Stiel ausrotten wollte, Strukturen und so. Und plötzlich mehr, oh Scheiße, was haben wir da eigentlich gemacht? Ich habe bis heute nicht meinen Frieden gemacht, dieser Gesellschaft. Weil einfach ganz zentrale Dinge, für die ich mich eingesetzt habe, hier sozusagen in dieser westdeutschen Gesellschaft einfach sozusagen unter den Teppich gekehrt wurden. Dies ist hier also der große Platz gewesen, auf dem die erste große Demonstration stattfand, hier in Schwerin, am 23. Oktober 89. Das erste Mal hatten wir im Anfang Oktober eine erste gemeinsame Zusammenkunft in Berlin, noch als verbotene Bewegung. Wo haben Sie sich da Wir haben getroffen? uns in einem Gemeindehaus getroffen. Wir erzählten uns, was wir erlebt hatten. Nicht? Und ich habe damals diese erste Sitzung habe ich moderiert. Und als wir dann herkamen, waren wir also mit 40.000 Leuten zusammen. Ja, und dann bin ich auf eine der Säulen hier gegangen und habe dann meine erste Rede gehalten zum Dialog. Ich hatte gar keinen Lautsprecher und so. Es gab nur vom Theater so eine Flüstertüte. War etwas mühsam, da durchzukommen. Als die Sache zu Ende war, gab es dort vor diesem Haus der Parteileitung plötzlich 2.000, 3.000 Leute. Die schrien, Ziegner raus oder wir stürmen das. Und in diesem Haus waren mindestens 200, 300 bewaffnete Leute da von der Stasi, von der Polizei. Und in dem Augenblick bin ich dann dort auf die Steppen gegangen, habe gesagt, liebe Freunde, bleiben wir mal ruhig, keine Gewalt. Und habe dann also, es war sehr, sehr schwierig, die also zu beruhigen. Ich habe sie nach einer Stunde mit Worten besänftigt. Also das ist, glaube ich, die intensivste Rede meines Lebens gewesen. Ja, und dann 4 Tage später in Güstrow konnte ich dann sagen, also wenn ich es mit 40.000 hinkriege, dann kriege ich es mit 20.000. Ich muss das jetzt noch mal feiern an der Stelle. Ja, Danke. ja, danke, danke. Als kleiner Junge haben Sie das Schloss bestaunt und sind dann zu einem Prinzen des Widerstands geworden, der Revolution. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Es ist noch einiges zu tun. Es hört nicht auf. Nein, Nee, nein. aber es braucht Menschen wie Sie. Was ist das Besondere am Osten? Das Besondere am Osten. Solidarität, Mitmenschlichkeit. Eine Frage ist ganz wichtig. Die Dame mit dem Rucksack. Konrad vom Scharnat. Oh, alles Gute. Das ist wirklich wichtig. Wichtiger als jedes Telefonat. Eine Zuversicht. Guten Tag. Dass einem die Menschen hier eher direkt ins Gesicht sagen, wenn sie was blöd finden. Ich finde mehr frech. Also man glaubt so ein bisschen mehr an das Gute im Menschen. Dieses familiärere, was ist hier typisch Osten, gibt es nicht. Lieber Schwerin, ich liebe.
Stube zum Beispiel. Also ich kenne das Wort Stube eben halt nur im Ostenbereich. Die Arbeitslosigkeit kannten die Menschen hier ja nicht. Das ist eine neue Erfahrung. Dafür sind sie auf die Straße gegangen, haben demonstriert. Das wollten sie ja haben. Die Muttis sind früher wieder auf Arbeit gegangen oder gehen früher wieder arbeiten als im Westen. Alle wollen Respekt und Tralala, aber keiner hat ihn. 70% hier in Osten, sie mögen keine Kontakte.